Wohnmobil wurde offiziell eingeweiht. Hi, ich bin Nessa, die mit dem Tiny House und neuerdings auch die mit dem uralten Wohnmobil, das aktuell noch verranzt, bald hoffentlich aber bewohnbar ist. Nachdem wir in der letzten Folge begonnen haben, die Küche zu entfernen, geht es heute den übrigen Einbauten an den Kragen. Wir finden wie immer noch mehr Dreck, aber am Ende zeigt sich, dass sich die Arbeit richtig lohnen wird. Passende Kulisse weiter. Neue Woche, neuer Versuch, die Tapetenreste zu entfernen. Dieses Mal mit einer Bürste und aggressivem Schrubben. Wieder wenig erfolgreich. Doch keine Sorge, später im Video mache ich kurzen Prozess damit. Tapete 1, Nessa 0. In der Zwischenzeit gibt es genug Möglichkeiten, sich an der restlichen Küche abzureagieren. Der Kühlschrank soll endlich raus, also weg mit all den Kabeln und Schläuchen, natürlich nachdem wir sie einmal abfotografiert haben. Immerhin da drin ist es noch sauber. Hinter dem Kühlschrank kommen wir endlich an unseren neu entdeckten Reichtum. Ha! Nur 10 Cent, leider doch nicht reich. Und ich kann wieder ein bisschen berserken. Und putzen. Und noch mehr berserken. Was sein, was muss sein. Ja. Rep-Kennzeichen-Beleuchtung. Tada! Sieht schlimmer aus, als es ist. Zumindest hier hinten. Es ist eigentlich alles trocken. Die obere Schicht war halt jetzt nichts mehr, aber das hier ist noch soweit stabil. Nur da unten. Ich glaube, das zeige ich euch beim nächsten Mal. Guten Morgen. Es ist der heißeste Tag des Jahres bisher. Das heißt, nach dem Motto, der frühe Vogel wird vielleicht nicht gegrillt, beginne ich jetzt direkt mit der Arbeit. So sieht die Planung bei mir aus. Das ist jetzt die Liste für heute. Und dann habe ich hier alle Tage, an denen wir bisher gearbeitet haben. Ich schreibe mir auch die Arbeitsstunden auf. Das habe ich beim Tiny House damals nämlich versäumt. Und so kann ich euch später dann erzählen, wie lange das Ganze gedauert hat. Hier sind also die ganzen Zeichnungen drin, Dinge, die wir noch brauchen. Daran orientiere ich mich jetzt auch heute. Und damit geht's jetzt los. Ich entschuldige mich im Vorhinein bei meinem Sauger, dass er das jetzt tun muss. Ordnung ist das halbe Leben, so auch auf Kleinbaustellen wie dieser. Ich schaffe mir erstmal Platz, bevor es dann richtig losgeht. Diese Woche zum Glück zu Hause im Hof. Erinnert ihr euch noch, als ich gesagt habe, dass ein Teil von meinem alten Tiny House Material im Wohnmobil verwendet werden kann? Dieser Tag ist heute gekommen. Ich habe hier schon mal was vorbereitet. Das sind die alten Badpaneele. Die sind nicht mehr in voller Breite und teilweise auch gar nicht mehr vollständig. Da fehlt hier dann die Nut, aber die können wir trotzdem verwenden. Deswegen das erstmal runtertragen und dann mal gucken, wo es passt. Potenzieller neuer Boden für hier hinten. Tritt fest, natürlich ein bisschen schwerer, aber dafür kommt ein Großteil der schweren Küchen raus. Denn darunter, das werdet ihr gleich sehen, wenn ich das abmache, ist die Substanz nicht mehr ganz so gut, zumindest auf der Oberfläche. Könnte passen. Da die Paneele deutlich dicker sind als die Tapete, ist es nicht schlimm, dass ein Teil der Wandverkleidung, der so gar nicht mehr hält, noch verschwinden muss. Vorausschauenderweise habe ich vorhin gesaugt, nämlich um Platz für neuen Dreck zu machen. Tapete 0,
Nessa 1. Nun also zum Küchenboden. Das scheint der ursprüngliche Boden zu sein, entsprechend hartnäckig hat er sich festgebacken. Hier hilft nur Geduld und rohe Gewalt. Hui, wie gut, dass ich das beschlossen habe, am heißesten Tag des Jahres zu machen. Und danach erstmal richtig saugen. Die 3 Parkettbretter habe ich damals vor dem Müll gerettet, jetzt kann ich sie endlich verwenden. Zuschneiden, die richtigen Ausschnitte machen und nach entsteht der neue Boden unter der Küche. Das sieht doch schon mal viel besser aus. Die Schläuche werden übrigens noch erneuert, aber fürs Erste packe ich sie wieder ein. Als nächstes baue ich das Küchenfenster aus, um die neue Wandverkleidung ankleben zu können. Das Fenster scheint dicht gewesen zu sein. Großer Pluspunkt. Dieses Silikon ist noch von meinem Tiny House Bau von 2017 und offensichtlich inzwischen Schrott. Aber ich habe vorgesorgt und mir Sikaflex für die Dichtungen im Außenbereich bestellt, das verwende ich hier nun auch. Während die Dichtmasse trocknet, kann ich weiter berserken, jetzt im Wohnzimmer. Die obere Schicht der Wandverkleidung hält einfach nicht mehr, also muss sie gehen. Damit sind wir auch gleich die alten Spurflecken los. Manche Geheimnisse werden eben doch noch gelüftet. Und eine seltsame Putzplatte ebenfalls. Ein langer Tag geht zu Ende. Schluss für heute. Am nächsten Tag ist die Klebemasse getrocknet und ich kann ausschneiden. Währenddessen laufen vorn am Motorraum der Austausch einer Achsmanschette und des Kupplungsseils sowie einiges mehr. Ich beobachte, helfe und lerne, überlasse die Arbeiten aber vorerst dem Experten. Da einige von euch das geschrieben haben, ja, wir kümmern uns auch um das Fahrzeug selbst, nicht nur um hübsche neue Einbauten. Glücklicherweise ist aber tatsächlich hier im Moment nicht allzu viel zu tun. Unser kleines Schraubenmuseum. Zurück an die Fensterfront. Das Wiedereinsetzen klappt beim ersten Mal noch nicht ganz, das mache ich am nächsten Tag neu. Guten Morgen und willkommen zurück im Chaos. Nachdem hier in den letzten Tagen ja nun einige Aufräumen, Rausreiß, Neuverkleid und andere Arbeiten stattgefunden haben, ist es jetzt höchste Zeit, die neue Küche zu planen. Das heißt, die Dimensionen und vor allem auch welche Geräte reinkommen, denn davon hängt leider immer so alles andere ab. Der Kühlschrank hier hinten jedenfalls hat wahrscheinlich ausgedient. Wir finden ihn von innen jetzt nicht mehr ganz so und auch von außen hat er deutliche Altersspuren. Wir würden eigentlich gerne auf einen Kompressor umsteigen, sodass wir das Gas nicht mehr brauchen. Das hat verschiedene Gründe, dazu vielleicht auch in Zukunft mal, aber auf jeden Fall kommt der wahrscheinlich raus. So, ein paar Stunden später und ein paar Recherchen später. Für den Kühlschrank habe ich mich jetzt hoffentlich, wahrscheinlich, eventuell entschieden. Es ist nicht so leicht, das zu finden, was da auch tatsächlich reinpasst und was dann irgendwie noch im Budget liegt. Denn holy shit, die Sachen sind ganz schön teuer. Aber jetzt geht's an diese Platte. Ich werde mal gucken hier hinten im Holzregal, was ich so alles noch finde. Denn das Ding...
Noch kein Glück, aber ich habe noch eine andere Idee und ganz sicher noch was anderes zu tun. Nämlich zum Beispiel das Innenband im Fenstergummi wieder einsetzen, was volle 2 Stunden in Anspruch nimmt. Alle anderen Werkzeuge versagen hier. Am Ende mache ich es Millimeter für Millimeter mit dem Schlitzschraubenzieher. Bei 30 Grad durchaus schweißtreibend. Lohnen tut sich's aber, das Fenster ist wieder drin, außen dichten wir nochmal mit Sikaflex ab und so langsam kann man erkennen, dass aus der Küche doch noch was werden kann. Ha. Nächste Woche geht's weiter mit dem Zerlegen dieser Kiste sowie hoffentlich einer hübschen ersten Wand. Die vielleicht letzte Vorhangstange. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.